Herzlich willkommen, das hier ist ein Review des Böttcher Evolution 2020. Das Böttcher Evolution ist ein Reiserad der absoluten Premium-Klasse und wird wie alle Fahrräder von der Firma Böttcher komplett in Europa gefertigt. Der Rahmen wird in Tschechien geschweißt und die Lackierung sowie die Endmontage erfolgt in Heide in Schleswig-Holstein in Norddeutschland. Der Stahlrahmen ist aus einem Reynolds 853 Rahmensatz gefertigt. Das Rad ist ausgestattet mit einer 14-Gang Rohloff-Nabenschaltung, extra breiten Schwalbe Supermoto X Ballonreifen, einem Gates Riemenantrieb sowie Shimano XT Scheibenbremsen. Und das Ganze gucken wir uns jetzt nochmal genau im Detail an. Wir sind mit den Rädern jetzt 5000 Kilometer gefahren und jetzt gehen wir einfach mal alle Komponenten durch und ich erzähle ein bisschen was dazu. Anfangen können wir einmal mit dem Rahmen. Ja, wie eben schon gesagt, das ist ein besonderer Stahl aus einem Reynolds 853 Rohrsatz und der hat halt eine deutlich höhere Festigkeit als ein normaler Chrommolybdenstahl, wie er bei normalen Stahlrahmen eigentlich eingesetzt wird. Das Ganze sieht auch echt ziemlich stabil aus, muss ich schon sagen, ziemlich hochwertig. Also hier dieses Steuerrohr ist super dick, vorne die Vordergabel auch, hier auch ein großes Gewinde für die Befestigung des Vorderreifens und ja, sieht einfach im Gesamten auch gut und hochwertig aus. Die Lackierung ist auch super, es ist eine matte Lackierung, die Farbe ist Sandgelb, glaube ich, wenn mich jetzt nicht mehr alles täuscht. Und ja, so viel zum Rahmen. Also das ist auch irgendwie so das Herzstück von dem Fahrrad und auch so das Besondere an diesem Fahrrad, würde ich sagen, dass es halt dieser besondere Rahmensatz ist. Das Fahrrad ist halt auch auf eine Fahrergewicht plus Zuladung von 170 Kilo ausgelegt. Also das ist auch wirklich schon ganz schön viel. Da kommen selbst ich noch nicht mal drauf mit meinem normalerweise doch recht gut beladenen Fahrrad. Ich bin da so wo bin ich denn da? Vielleicht so 140 oder 150 insgesamt, glaube ich. Ja, irgendwie so. Als nächstes der Riemen. Ja, wir sind jetzt auf den Fahrrädern auf den Gates Carbon Drive umgestiegen. Vorher sind wir immer mit Kette gefahren und jetzt seit 5000 Kilometern mit dem Riemen und ja, was soll man sagen, wir sind super zufrieden damit. Das ist einfach genial, also wirklich. Am Anfang ist es so ein bisschen friemelig, man muss den so ein bisschen einstellen und ein bisschen gucken, dass man die richtige Spannung hat. Ich muss den jetzt mal langsam, nach 5000 Kilometern vielleicht einmal wieder neu einstellen. Quasi, ich habe das einmal am Anfang gemacht, jetzt ist er ein bisschen lose, würde ich sagen. Aber geht eigentlich, glaube ich, auch noch. Das Tolle an dem Riemen ist halt wirklich, wenn du durch Regen fährst, wenn du durch Schlamm fährst, du fährst einfach weiter und es fängt nichts an zu quietschen und nichts an zu schleifen oder was auch immer. Du kannst dann hinterher auch mal mit ein bisschen Wasser einfach rübergehen, dann ist der sauber und du kannst weiterfahren. Und fährt sich halt auch genauso wie eine Kette. Ich habe da jetzt wirklich keinen Unterschied festgestellt. Ja, außer dass man halt die Kette nicht mehr sauber machen muss und man einfach nur fahren kann. Also super. Riemen ist geil. Richtig, noch was. Wir fahren mit einer 50:20 Übersetzung. Wir wollten eigentlich gerne, als wir das Fahrrad bekommen haben, eine 50:22 Übersetzung haben. Das war aber leider nicht lieferbar. Und wir sind jetzt in Island schon gut ein paar Berge hochgefahren. Es war teilweise ein bisschen was hat vielleicht gefehlt. Aber ich sag mal so, für den normalen Einsatz ist, glaube ich, eine 50:20 Übersetzung echt schon vollkommen ausreichend. Wenn es wirklich so ein paar richtig steile Berge hochgeht und man viel Gepäck dabei hat, dann könnte man über 50:22 überlegen. Ich glaube, das ist für uns nicht unbedingt notwendig, weil wenn es halt so steil wird und dein Fahrrad halt auch so schwer ist, dann musst du es im Endeffekt nachher sowieso schieben. Da bringt es halt auch nichts, wenn du da dann mit 3 km/h oder 4 km/h irgendwie hochfahren kannst. So. Wenn es halt so steil ist, dann bist du halt irgendwie auch schneller und es ist einfacher, es zu schieben. Von daher, 50:20 ist eigentlich in Ordnung, das passt. Gut, weiter geht's mit den Bremsen. Ja, das sind Scheibenbremsen einer Shimano XT-Bremse jetzt mittlerweile. Wir hatten, als wir die Räder bekommen haben, eine UR 300, glaube ich, hieß die. Damit waren wir nicht so zufrieden und wir wollten gerne eine XT-Bremse haben eigentlich. Die war aber auch nicht lieferbar, aber mittlerweile haben wir sie bekommen. Und ja, ich bin schon ein bisschen damit gefahren, also noch nicht so ausgiebig, aber ich muss schon sagen, die Bremskraft ist doch nochmal was anderes und
fühlt sich schon noch geiler an, muss ich sagen. Und im Allgemeinen sind die Scheibenbremsen halt auch echt einfach super. Also es ist eigentlich genau das gleiche wie mit dem Riemen. Wasser und Schmutz vor allem ist überhaupt gar kein Problem mehr, wenn du halt die Felgenbremsen hast, wie wir sie vorher hatten. Das fängt, sobald es ein bisschen regnet, fängt es an zu schleifen und Geräusche zu machen und weiß der Geier was. Und du musst die ganze Zeit anhalten und das irgendwie sauber machen und mit Wasser und keine Ahnung. Es ist alles super nervig. Das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Fahren sich super. Auch ja, überhaupt gar keine Probleme gehabt. Alles easy. Ein Satz von den Bremsbelägen mussten wir schon wechseln tatsächlich. Also meine Hinterradbremse. Da habe ich die Bremsbeläge tatsächlich schon einmal runtergebremst, nach ungefähr 3000 Kilometern. Ist wahrscheinlich weniger, als man mit den Felgenbremsen schafft, weil man die Felgenbremsen halt die ganze Zeit nachstellt und immer weiter und immer dichter macht. Das macht man halt bei denen hier nicht. Das ist halt aber auch irgendwie ganz nett. So, man muss da halt gar nichts einstellen. Man macht die Bremsbeläge rauf, fährt und bremst und irgendwann sind sie runter und dann nimmt man die alten raus und man steckt die neuen einfach rein und weiter geht's. Also das ist halt auch sehr angenehm. Von daher definitiv auch pro Scheibenbremse. Super. Die Reifen bzw. die Laufräder sind jetzt in 27,5 Zoll. Vorher auf unseren alten Rädern sind wir 26 Zoll gefahren. Und man merkt den Unterschied, denke ich, schon. Die Laufräder, sie laufen schon besser, sage ich mal. Also auf einer geraden Strecke merkt man schon, dass der Durchmesser größer ist und man einfach gemütlicher wirklich nach vorne kommt. Also die Rolleigenschaften sind schon definitiv besser. Und als Bereifung haben wir den Schwalbe Supermoto X drauf. Das ist ein Ballonreifen, der halt extra breit ist. Der ist 62 mm breit. Das ist halt so ein Mix, sage ich mal, zwischen so einem normalen Touring-Reifen, wie so der Schwalbe Marathon Mondial oder so, den wir vorher gefahren sind, und halt so einem Fatbike-Reifen. So, das ist natürlich nochmal deutlich mehr. Aber mit dem hat man halt so einen gewissen Kompromiss da erreicht. Man kann, wenn man halt auf Schotter fährt, den Druck von diesem Reifen reduzieren auf 2 Bar. Und dadurch hat man wirklich noch so eine richtige zusätzliche Federung in dem Fahrrad drin. Und man kann halt viel, viel, viel gemütlicher über Schotterpisten fahren, als zum Vergleich mit unseren alten Rädern. Das haben wir insbesondere auf Island gemerkt. Wir sind da echt über wilde Schotterpisten gefahren. Wir haben einfach den Druck auf 2 Bar reduziert und das war nicht wie auf Wolken, aber fast, sage ich mal. Also das bringt schon Bock, mit den Reifen über Schotter zu fahren. Die haben auch ein super Profil, also man hat auch sehr, sehr gute so Fahreigenschaften, sage ich mal. Man fühlt sich sehr sicher mit dem Reifen. Wir sind da kein einziges Mal weggerutscht oder so bis jetzt. Also der Reifen ist super. Auch ja, nach 5000 Kilometern kein einziger Platten bis jetzt. Ja, gut, sagt nicht so viel aus, denke ich, aber kann man erwähnen. Ich meine, kann auch passieren, dass man vom Fahrradladen losfährt und über einen Nagel fährt, dann hat man halt auch einen Platten. Ist halt auch so ein bisschen Glück mit drin. Aber ja, die Reifen sind super. Bringt Spaß. Insbesondere halt auf Schotter, aber auch auf Asphalt. Dann kann man sie halt auf 4 Bar auffüllen und ja, dann fahren sie sich auch gut. Also man könnte das wahrscheinlich irgendwie nachmessen, dass man da ein bisschen mehr Rollwiderstand hat oder so. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so viel ist. Also es ist vielleicht irgendwie im einstelligen Prozentbereich irgendwo. Aber ja, mein Gott, dann hat man halt irgendwie noch ein bisschen mehr Essen dabei oder weniger. Oder man fährt noch 5 Liter Wasser oder sowas. Dann sind die Prozente halt auch schon wieder vollkommen egal. Von daher, also ja, wir sind mit dem Reifen auch viel Asphalt gefahren. Es läuft auch super. Aber ja, auf Schotter bringt es halt richtig Bock. Bei der Gangschaltung haben wir uns natürlich wieder für die Rohloff entschieden. Ja, auf unseren alten Rädern sind wir 50.000 Kilometer mit der gefahren. Mit der neuen jetzt 5.000 Kilometer und sie läuft und läuft und läuft und 14 Gänge und ja, man muss nichts machen, so. Sie läuft einfach. Jetzt nach 5.000 Kilometern steht tatsächlich ein Ölwechsel an. Das wird empfohlen, nach den ersten 5.000 Kilometern einen Ölwechsel zu machen. Das werde ich dann machen. Und ja, dann haben wir erstmal wieder Ruhe und können weiterfahren. Und ja, also Rohloff ist einfach das Beste, was es gibt auf dem Markt, in meinen Augen. Der Sattel, wieder von der Firma Terry, wie ja, bisher jeder Sattel, den wir hatten. Das ist jetzt der 3. Sattel, den wir haben. Mit eingerechnet unsere alten Räder. Also auf dem Rad haben wir jetzt den hier. Das ist der Terry Physio Klimavent. Und das Besondere ist, der hat so eine
Luftmembran, sage ich mal. Also das ist so ein Stoff hier, sage ich mal, der dann dafür sorgt, dass man halt eine deutlich bessere Belüftung hat während der Fahrt. Also da kommt halt von unten quasi Luft an deinen Hintern. Und das sorgt halt dafür, dass man länger fahren kann, gemütlicher fahren kann. Und so in der Theorie zumindest. Aber in der Praxis ist es auch so. Und der Sattel fährt sich wirklich sehr, sehr gut. Allerdings gibt es halt wirklich ein Problem und das ist halt Feuchtigkeit. Also wenn es regnet, dann saugt sich der Sattel tatsächlich so ein bisschen voll. Für uns ist das tatsächlich nicht so ein großes Problem, weil wir eigentlich, wenn es regnet, dann immer Regenhosen anhaben und dann merkt man das nicht. Dann ist es egal, ob der Sattel nass ist oder nicht. Und man zusätzlich halt auch noch so eine Schutzteil da drauf bauen kann. So, das haben wir dann eigentlich immer. So ein bisschen feucht wird der Sattel aber trotzdem. Aber uns macht es nichts aus. Und dem Sattel anscheinend auch nicht. Also der sieht super aus, der Sattel. Genau, was wir halt auch immer machen, nachts halt immer diesen Schutz drauf. Aber feucht geworden ist der Sattel trotzdem. Aber er sieht gut aus. Von daher ist es für uns eigentlich nicht so ein großes Problem. Aber ich denke, besser geeignet oder noch besser geeignet ist der Sattel, wenn man halt einen Fahrradschuppen hat oder sowas. Ich sag mal so für zu Hause. Und man damit dann halt irgendwie so Tagestouren oder sowas macht, dann ist der Sattel wirklich super. Für so längere Touren, werden wir ihn jetzt weiter verwenden. Aber ich würde wahrscheinlich doch eher auf den Terry Physio GTC oder so heißt der, glaube ich. Den Sattel, den wir davor hatten. Der ist auch super gemütlich und der hat halt nicht diese Membran, bei dem ist es dann halt egal, wenn er nass wird. Zusätzlich haben wir hier am Sattel jetzt die Sattelstütze. Das ist die Cane Creek Sudbuster ST und das Teil ist auch einfach super. Also es ist eine Parallelogramm-Sattelstütze und das macht das Fahren in Kombination vor allen Dingen mit den Ballonreifen so auf Shorterpisten einfach super, super angenehm. Und es ist halt super rückenfreundlich. Wenn man halt ein bisschen über holprige Pisten fährt oder sowas, ist super. Bringt Bock, gefällt uns sehr gut. Das Einzige, hier gibt es so ein bisschen Korrosion irgendwie, das weiß ich nicht so ganz genau, warum das so sein muss, aber ist im Endeffekt auch nicht weiter schlimm. Die Funktion ist dadurch nicht beeinträchtigt und so, wenn man auf Schotterpisten fährt, dann merkt man das bringt Bock. Gepäckträger, Tubus, Logo, Evo, der Klassiker, muss man nicht zu viel sagen, super. Vorne haben wir den Grand Expedition Front. Das ist ein neuer Gepäckträger von Tubus, der quasi so eine Ablagefläche hat. Und da habe ich halt im Normalfall mein Zelt drauf. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also hier vorne kommen halt die normalen Taschen einfach rauf. Und hier oben hat man halt zusätzlich, zum Beispiel für ein Zelt oder für Isomatten oder so, einfach noch einen zusätzlichen Stauraum. Gefällt mir gut. Das Einzige, was nicht so schön ist die Befestigung von der Lampe. Die ist halt hier. Und das Problem ist, das ist uns tatsächlich auch schon einmal passiert, wenn das Fahrrad umfällt, dann kann es sein, dass es quasi als erstes auf die Lampe fällt und dann diese Kabel abreißen. Das ist uns bei Olga passiert. Da sind die Kabel dann leider abgerissen. Dann mussten wir das halt wieder neu verdrahten. Das ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten sind die super. Und auch die Lampen, das ist der SON Edelux 2, halt zusammen mit dem SON 28 Nabendynamo. Super Beleuchtung, hat hier halt auch so einen Sensor, so eine S-Automatik, das schaltet man auf diesen Modus und dann erkennt er selber, ob es halt dunkel oder hell ist, dann geht das Licht automatisch an und aus, je nachdem. Da muss man sich gar nicht mehr drum kümmern. Super hell. Wunderbar. Und auch hinten Beleuchtung. Weiß nicht, was soll man da sonst noch zu sagen. Irgendwie leuchtet halt und ist gut. Schönes Aluminiumgehäuse. Sieht gut aus. Ganz kurz zu den Pedalen. Also das sind die Shimano XT 8000 oder T8000. So, irgendwie das Standardpedal irgendwie, glaube ich, so halbwegs. Halt oben hier mit einer ganz normalen Flat Pedal und wenn man es einmal umdreht mit der Option halt mit Klickschuhen zu fahren. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch ausprobiert. Also ich habe die
diese Shimano-Sandalen. Oh. Also ich habe das ausprobiert. Ich habe diese Shimano-Sandalen mit dem Klickverschluss quasi und ja, bin jetzt das erste Mal zum Teil mit Klickpedalen gefahren. Halt nicht so viel, weil das Wetter dann irgendwann schlechter wurde und ich halt ja nur diese Sandalen hatte und man dann Sandalen nachher irgendwann nicht mehr tragen konnte, weil es zu kalt war. Aber ich muss sagen, ja, das hat schon Spaß gebracht. Also ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Ich denke so, der Wechsel gefällt mir eigentlich ganz gut. So zwischendurch immer mal mit Klickpedalen fahren und zwischendurch dann mit dem Flatpedal einfach. So, ich glaube, ja, auf so einer Tour so kann man das machen, aber so die Leute sagen halt immer, man tritt dann irgendwie runter und effizienter und so weiter. Aber ich meine, auf so einer Tour muss man da jetzt so super effizient sein. Irgendwie weiß ich nicht, geht auch um andere Dinge, glaube ich. Aber ja, ich habe es ausprobiert und ist ganz nett so. Ja, werde ich weiterhin machen. Aber ist jetzt nicht so ein Muss oder sowas irgendwie. Ja. Aber sonst sind die Pedalen halt auch cool. So, die Flat-Pedalen sind auch super. Ja, drehen sich auch weiter. Sehr gut. Gut, hier vorne am Lenker sind wir eigentlich komplett mit Ergotech ausgestattet. Also der Lenker selber, der Spiegel, der einfach super ist und die Lenkergriffe, das sind die Ergotech MF2 heißen die, glaube ich. Und vorher hatten wir halt Griffe von Ergon. Und da hatten wir irgendwann das Problem, dass die sich so aufgelöst haben und so weiter in der Sonne. Das war ein bisschen unangenehm. Die hier sind bis jetzt super. Und ja, die haben halt hier auch noch so einen zusätzlichen Griff. Das ist halt auch irgendwie ganz angenehm. Man kann da wirklich so auf unterschiedliche Arten wirklich fahren und den Lenker irgendwie auch halten. Da hat man schon echt gut ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Das ist ganz nice eigentlich. Ganz nett. Nice. Und ja, ist super. Also ich habe hier halt auch einen echt breiten Lenker. Kann man mal kurz einblenden. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt und wie breit der ist. Also das ist halt so ein richtiger Panzer, so sage ich mal. Ja, das bringt schon richtig Bock, damit zu fahren. Man fühlt sich wirklich richtig breit und groß. Mächtig auf der Straße. Ja, eine Sache, die auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite ein bisschen nervig, ist der Ständer. Und zwar, das Gute ist, dass der Ständer hier an der Achse quasi befestigt ist, was bedeutet, dass die Krafteinleitung einfach genau perfekt so auf den Rahmen eingeleitet wird und man da nicht irgendwie Gefahr läuft, dass sich der Rahmen verbiegt oder sowas, wenn man den Ständer halt hier hat. Das ist eigentlich ganz clever. Also es ist der beste Punkt, um den Ständer zu montieren, der sicherste Punkt. Aber der Nachteil ist halt, wenn man das Hinterrad ausbauen möchte, muss man halt auch den Ständer einmal abnehmen und es dann hinterher auch wieder zusammenbauen. Das ist ja so ein bisschen nervig, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, gut, mussten wir bis jetzt irgendwie noch kein einziges Mal das Hinterrad ausbauen. Von daher ist es eigentlich auch egal. Ja, aber es ist halt so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Die Sache ist halt auch die, dass viele Fahrräder, also die Gravel-Bikes zum Beispiel, halt mittlerweile eigentlich meistens ohne Ständer ausgeliefert werden, weil die Leute einfach auch gar keine Ständer mehr haben wollen. Ja, bei so einem Reiserad sind die Ständer eigentlich noch dran und wir haben jetzt auch noch einen Ständer und wir finden das eigentlich auch ganz gut. Aber ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil hier, dass man halt den abbauen muss, wenn man halt ans Hinterrad muss, wenn man da irgendwie einen Platten hat oder sowas. Aber naja, wie gesagt, wir mussten es halt noch kein einziges Mal machen, von daher kann man damit eigentlich schon leben, denke ich. Das passt schon. Also, weiter geht's mit dem Rahmenschloss. Und da haben, als wir die Räder bekommen haben, auch ein paar Leute kommentiert, so, dass es irgendwie nicht so die beste Lösung ist und so weiter. Und dass es da wohl auch irgendwie Probleme gibt. Also das ist halt so eine Standardlösung, dieses Rahmenschloss, so wie es hier halt ausgeführt ist. Das ist halt dazu da, damit man den Riemen rausbekommen kann. Also man braucht halt eine Öffnung in dem Rahmen, um den Riemen rauszubekommen, weil der Riemen halt aus einem Stück ist. Und ja, hier ist halt so eine Standardlösung verwendet. Das ist mit 4 M3-Schrauben wird diese Platte hier drinne angeschraubt und hier ist quasi diese Verbindung. Und ja, ein paar Leute haben kommentiert, dass es irgendwie bei Surly, glaube ich, da irgendwie, die haben die gleiche Variante verwendet, dass es da Probleme gab. Und so, wenn ich mir das so anschaue, als Maschinenbauingenieur,
muss ich auch sagen, so auf den ersten Blick mit 4 M3-Schrauben gefällt mir das nicht so unbedingt. Aber man muss dazu halt auch sagen, dass der Blick und das Aussehen bei so einer Konstruktion meistens sehr irreführend sind, weil solche Schrauben viel mehr Kraft oder Spannung aushalten können, als man denkt oder sich vorstellt. Ich habe das vorhin einfach spaßeshalber nochmal kurz ausgerechnet, was eine M3-Schraube an Kraft aushalten kann. Und das sind halt irgendwie, ich glaube, um die 380 Kilo oder sowas bei einer Festigkeitsklasse von 8,8. Und das bedeutet, bei diesen 4 Schrauben sind das irgendwie 1100 Kilogramm, die diese 4 Schrauben an maximaler Kraft aushalten können, bevor sie kaputt gehen. Und das ist halt irgendwie vergleichbar, als wenn da ein Auto rüberfährt. Von daher denke ich, dass es eigentlich eine ganz gute Lösung ist, weil so vom Ding her ist es halt sauber und klein. So andere Hersteller haben da wirklich irgendwie große Geschichten irgendwie zusammengebastelt. Und das hier ist halt ja klein und kompakt. Andere Hersteller hatten damit Probleme. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht liegt es auch einfach irgendwie an der Montage oder sowas. Wie gesagt, die Räder werden komplett in Deutschland, in Heide, zusammengebaut und in Tschechien gespeist. Also das ist wirklich absolute Top-Qualität. Und wir hatten damit jetzt überhaupt keine Probleme bisher. Also manche Leute haben halt auch einfach irgendwie geschrieben, dass die Schrauben da irgendwie rausfallen oder sowas. Aber ich meine, wenn da die Schrauben irgendwie rausfallen, dann sind die einfach nicht richtig angezogen oder sowas. Dann ist da bei der Montage halt irgendwas schief gegangen. Von daher, ja, wir sind da 5000 Kilometer jetzt mit gefahren. Überhaupt gar kein Problem. Und es mag vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen mickrig aussehen. Aber ja, also da spreche ich aus Erfahrung als Ingenieur. Das ist oft so, dass man denkt, das sieht irgendwie ein bisschen mickrig aus. Aber die Realität ist halt, dass ja, solche Stahlschrauben oder solche Stahlkonstruktionen halt einfach unglaublich krasse Kräfte aushalten können. Von daher, ja, passt es auch, denke ich. Und wir werden es einfach weiter beobachten auch. Und ja, ich bin mir aber eigentlich sicher, dass das schon passt. Und Böttcher selber hat auch bis jetzt, also bei allen verkauften Rädern noch keine einzige Retoure bekommen. Das haben die uns auch nochmal versichert, da gab es keinerlei Probleme. Von daher, ja, denke ich, dass es dann eher irgendwie an der Montage liegt, wenn es damit Probleme gab. Nochmal zusammengefasst, das Bike ist echt geil. Das ist ein richtig fettes Reiserad mit absoluten High-End-Komponenten. Und wir haben es jetzt wirklich schon intensivst getestet, insbesondere halt auf Island. Da können wir jetzt auch nochmal diese eine Szene einblenden. Das zeigt es einfach, wie dieses Rad einfach dafür gemacht ist, auf solchen krassen Schotterpisten zu fahren. Und ja, man sieht halt, wie dieses ganze Fahrrad da hin und her wackelt und das Gepäck hin und her schleudert. Aber ja, mit den großen Reifen, dem super stabilen Rahmen, ist das halt genau der Einsatzort für dieses Fahrrad. Ja, diese Szene ist auch einfach eine von meinen absoluten Lieblingsszenen auf unserer gesamten Reise, muss ich schon sagen. Hat etwas sehr Poetisches. Und die Räder zeigen einfach, ja, dass sie genau dafür gemacht sind. Und ja, wir hatten bisher keine weiteren Probleme oder so, sage ich mal. Das ist echt eine coole Sache. Genau, eine Sache, die noch oft kommentiert wurde im letzten Video, da haben wir halt auch gesagt, das Gewicht von den Rädern. Und ja, also dieses Fahrrad von mir, das wiegt 19 Kilogramm. Und manche Leute haben gesagt, so, was ist das denn? 19 Kilo? Was ist denn das für ein Fahrrad? Mein Fahrrad wiegt 6 Kilo oder sowas. Also, das hier ist halt ein absolutes Reiserad, was auf absolute Stabilität ausgelegt ist, mit dem fetten Rahmen. Da kommt dann schon mal ein bisschen Gewicht zusammen mit dem Stahlrahmen. Aber zusätzlich haben wir halt auch die 27,5 Zoll Ballonreifen, die jeweils halt auch entsprechend wiegen. Wir haben hier vorne diesen großen Gepäckträger und
Ich habe sogar noch so einen breiteren Lenker, also das summiert sich halt da alles entsprechend auf. Die Sattelstütze, ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die sich da aufsummieren. Und deswegen wiegt das Fahrrad halt 19 Kilo. Ich finde das halt auch vollkommen in Ordnung. Und ja, man kann es halt nicht vergleichen irgendwie so mit einem 26 Zoll Fahrrad, Aluminiumfahrrad, was dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche 50 mm breiten Reifen oder sowas hat. Das ist klar, dass das weniger wiegt. Von daher, wir gehen da lieber mehr auf Haltbarkeit, ja, auf absoluten extremsten Einsatz. Und dann sind uns die 3-4 Kilo oder was auch immer, die man da noch irgendwie sparen könnte, auch absolut egal, weil wir lieber halt auf die fetten Komponenten setzen und Spaß mit dem Fahrrad haben wollen, langfahren wollen, wo wir langfahren können, wo wir langfahren wollen. Und ja, das Fahrrad ist einfach dafür gemacht. Und ja, bevor ich es vergesse, also das wollte ich auch gerne nochmal sagen, wir haben es in dem letzten Video gesagt, die Fahrräder wurden uns von der Firma Böttcher gratis zur Verfügung gestellt, gesponsert. Ein riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle, aber wir sind da in keinster Weise irgendwie vertraglich dazu verpflichtet oder so, dieses Video zu machen oder so. Das ist ein vollkommen ehrliches Review. Wir sind da nicht irgendwie verpflichtet oder so zu sagen, dass es ein gutes Fahrrad ist oder sowas, sondern das sagen wir so freiwillig. Und viele von euch haben sich das auch gewünscht, so ein Review. Und wir haben gesagt, so ja, machen wir nach 5000 Kilometern. Und ja, hier ist es oder das war es. Von daher, genau, eine Sache noch. Also ich bin ja jetzt die ganze Zeit hier an meinem Fahrrad und ich habe die ganze Zeit hier die technischen Sachen und so weiter hin und her geworfen. Und da im Hintergrund steht ja auch noch Olgas Fahrrad und Olga steht die ganze Zeit hinter der Kamera. Ich glaube, jetzt wollen die Leute auch einfach nochmal von dir einfach deine ganz ehrliche und subjektive Meinung. So, wie fährt sich das Rad? Ich war nicht vorbereitet, dass es in dem Video auch vorkomme. Ich mag das Rad. Das fährt sich super. Und vor allem, ich mag in dem Rad jetzt die großen, breiten Reifen, weil wir gern die Abkürzungen nehmen und auf den Abkürzungen, die wir fahren, die immer schlechte Straßen sind, fährt sich das Rad viel sicherer, viel stabiler. Ich kann auf jeden Fall viel schneller fahren. Ich fühle mich besser auf dem Rad. Das mag ich sehr gerne. Was ich auch sehr gut finde, die Farbe. Die Farbe ist der absolute Hammer, ja. Definitiv. Genau. Und sonst, das fährt sich wunderbar. Einfach Licht funktioniert, Schaltung, Spiegel, Lenker ist bequem. Top. Okay, bitte schreibt einmal in die Kommentare, was ihr von den Rädern haltet, was ihr von unserem Review haltet. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bitte einmal einen Daumen nach oben und ein Kommentar und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dalassen. Und am Sonntag gibt es das große, lang erwartete, heiß ersehnte Video aus der Mongolei. Ja, nicht verpassen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Tschüss.